In diesem Video sprechen wir einmal darüber, ob Etsy Ads ihr Geld wert sind oder eben auch nicht. Ja, erstmal, was sind Etsy Ads? Was ist Etsy Werbung? Etsy Werbung ist eigentlich eine richtig tolle Sache, ne? Also, wenn du Google Analytics kennst, dann weißt du auch, dass es ganze Agenturen gibt, die Geld damit verdienen, diese Analytics-Konten anzulegen, Keywords zu suchen und das Ganze richtig aufzusetzen und dann eben darüber Werbung laufen zu lassen. Bei Etsy ist das zum Glück anders. Die gehen hin und sagen, hier, schalte ein, sag, wie viel du jeden Tag ausgeben willst und den Rest machen wir. Und das ist eigentlich richtig, richtig klasse. Das Szenario, wenn du einen eigenen Shop hast, ist folgendes. Du möchtest Werbung auf deinen eigenen Shop, auf deiner eigenen Webseite schalten. Du engagierst also, wenn du nicht firmen bist, in Google Analytics eine Agentur, die erstmal für dich Keywörter recherchiert, also Suchbegriffe, die eingegeben werden, wenn jemand bei Etsy nach dir suchen könnte. Und dann, ja, am besten ganz viele davon. Und dann werden die bei Google eingegeben oder so Google sucht die und derjenige priorisiert die. Und dann hinterher ist es so, dass die Anzeigen laufen und Google schickt dir Traffic und wann immer geklickt wird, musst du einen Betrag bezahlen, also du hast für ein Keyword einen bestimmten Betrag geboten und der wird dann eben abgerechnet. Der minimalste Betrag zumindest. Also angenommen, du hast 1 Euro geboten und der nächste darunter hat, ich sag mal, 90 Cent geboten, dann wirst du 91 Cent bezahlen, weil du dann leichter drüber bist und dann das Gebot gewonnen hast sozusagen. Viel, viel komplizierter und doppelte Kosten für dich. Wenn du das nicht selber kannst, halt einmal die Kosten für die Agentur und einmal die Kosten für die Werbung. Bei Etsy ist es dagegen so, dass du einfach, wie gesagt, ein Knöpfchen nach rechts schiebst und sagst, okay, Marketing starten und ich nehme so und so viel Euro pro Tag. Oftmals ist das Budget auch noch begrenzt aufgrund der Artikel, die du im Shop hast. Also wenn du, ich sag mal, 10 Artikel im Shop hast, dann wirst du nicht für 100 Euro Werbung am Tag schalten können, was ja auch dich irgendwie schützt, ne? Aber, und da kommt wieder das Aber, sowohl bei Google als auch bei Etsy, als auch bei Facebook, egal wo du Werbung schaltest, es ist so, dass diese Suchalgorithmen nicht in einem Tag herausfinden werden, welche Suchbegriffe für deine Produkte die richtigen sind und bei welchen Suchbegriffen dann geklickt und vor allen Dingen auch gekauft wird. Das wird einfach nicht passieren. Also es ist immer so, dass das eine gewisse Zeit laufen muss, bis die besten Suchbegriffe für deine Produkte gefunden wurden und bis dann der Suchbegriff auch dazu passt, dass es gekauft wird. Ja? Also wenn Etsy dann irgendwann weiß, okay, für den Suchbegriff wird auch gekauft. Ne? Das ist für Google weniger interessant, weil Google verdient an deinem Klick. Etsy dagegen verdient zum einen an dem Klick, zum anderen aber auch, wenn verkauft wird. Und deswegen ist es natürlich für Etsy sehr viel interessanter, dass nicht nur dein Artikel angeklickt wird, sondern eben auch gekauft wird. Ja? Und da verdienen die nämlich sehr viel mehr dran. Und deswegen sind Etsy Ads eigentlich Gold wert. Wie gesagt, es ist schön einfach. Das Budget kannst du begrenzen und du musst nichts weiter tun, als einen Knopf nach rechts schieben. Ne? Das ist eigentlich unschlagbar. Und die gehen auch noch hin und schalten noch zusätzlich Werbung für dich und zwar überall auf allen möglichen Plattformen mit einem natürlich enormen Budget. Ich meine, die machen Werbung im Fernsehen, also werden die sich wahrscheinlich nicht scheuen davor, einige 1000 Euro am Tag auf Facebook auszugeben und bewerben damit auch deine Produkte. Jetzt ist die Sache die hast du keinen Auftrag für gegeben, deswegen musst du da auch nichts für bezahlen, also für den Klick musst du da nicht bezahlen. Wenn aber durch deren Werbung irgendwer irgendwann in deinem Shop kauft, innerhalb von 30 Tagen, das ist die Cookie-Laufzeit, dann wiederum musst du dafür bezahlen. Dann wird dir der Klick berechnet. Und natürlich auch die prozentuale Anteil an dem Verkauf. Also sehr fair. Du hast nichts zu verlieren, ja. Ja, jetzt nochmal zu den Etsy Ads. Was hast du da zu verlieren? Eigentlich vielleicht 1 Euro am Tag, ne? Oder 2. Ja? Je nachdem, wie viel du da eben setzt. Ich zeige dir jetzt nochmal am Rechner, wie das aussieht und wo du deine Werbung einstellst, damit du sehen kannst,
das ist kein Hexenwerk und es dauert einfach seine Zeit und ich zeige dir jetzt einen meiner Accounts, der so überhaupt noch gar keine Verkäufe hat, wo nur ein paar Listings drin sind, also ein paar Produkte drin stehen und warum ich das einfach laufen lasse. Okay, ich bin jetzt hier in meinem Etsy-Shop, in dem habe ich von vor irgendwann, die ich mal gemacht habe, ein paar Planer-Produkte drinstehen. Sowohl digitale Planer als auch Planer-Inserts für digitale Planer oder aber auch zum Ausdrucken. Wie du sehen kannst, ich habe so noch gar nichts verkauft, ja. Und das ist auch völlig normal, weil ich habe so ungefähr vor einer Woche ein paar Produkte eingestellt, die überarbeitet, eingestellt und vor allen Dingen auch die Werbung wieder angestellt. Ich mache mir da auch noch keinen Kopf drüber. Ja? Also ich habe hier, ich weiß, diese Produkte haben sich sehr gut verkauft. Ich habe aus irgendwelchen mir auch nicht mehr ganz bekannten Gründen das irgendwann ausgestellt und gar nichts mehr gemacht. Ja, und deswegen muss das Ganze jetzt wieder anlaufen. Der Punkt ist, es dauert. Es dauert 4, 5, 6 Wochen, bis du überhaupt da reinkommst, dass Etsy weiß, welche Keywörter, welche Suchbegriffe zu deinem Produkt passen. Deswegen gilt es jetzt, Nerven bewahren und einfach laufen lassen. Du siehst also, 771 Mal wurde meine Werbung irgendwo angezeigt. Davon wurde 29 Mal wurde darauf geklickt und ich habe dafür 5,62 $ ausgegeben. In den letzten 30 Tagen, was stimmt nicht so ganz, wie gesagt, das läuft noch nicht mal eine Woche, also last month, ja, this month wahrscheinlich, ja, du siehst, da ist noch nicht sehr viel mehr oder sehr viel weniger. Also eine knappe Woche oder eine gute Woche. Hier kannst du sehen, was am meisten angeklickt wird. Ja, das ist Reading Journal Booklet. Ja, Click-Rate ist 4%. Hier sind es 5,7, hier sind es 3,2. Es braucht noch Daten. Und hier kann ich dann gucken. Search Terms, also Suchbegriffe. Wenn jetzt genug Daten da sind, dann werden mir hier angegeben, was die Leute angegeben haben, um auf mein Produkt zu kommen, nämlich in dem Fall Digital Reading Journal oder GoodNotes Booklog oder GoodNotes Reading Journal, irgendwie sowas, ja. Und High Click Rates waren zum Beispiel hier Digital Reading Journal. Also, es heißt hier abwarten und die Nerven behalten. Es dauert seine Zeit. Es dauert, bis das Ganze verkauft wird. Und du siehst, mein Produkt kostet auch gerade mal 2,99 $. Was will ich daran verdienen? Ja, wenn das Ganze ans Laufen kommt, dann ja, eine Menge, ne? Dann habe ich im Prinzip pro Verkauf ja so 2 € netto und das wiederum ist in Ordnung. Dafür, dass ich nichts tue. Und ich meine wirklich gar nichts. Ne? Also ich gehe jetzt mal einmal hier zurück und zeige dir einmal hier Manage your Budget und hier kannst du einstellen, wie viel du jeden Tag ausgeben willst. Du siehst also, ich kann hier gar nicht mehr eingeben, selbst wenn ich wollte. Im Moment geht das noch nicht. Ne? Wenn ich mehr Listings drin habe, dann erhöht sich das. Wenn ja die Verkäufe passen, dann erhöht sich das. Dann kann ich hier auf einen höheren Betrag stellen. Save Changes und hier kann ich unter Other Options, das ist so ein bisschen verwirrend, ne? Da kann ich hier Turn Ads Off und dann kann ich es einfach ausstellen. Genauso kann ich es halt auch anstellen. Das ist alles, ja, und ich bekomme hier für mein Geld sehr viele schöne Informationen und vor allen Dingen auch Daten. Was läuft, was ist interessant, was wollen die Leute, was wollen sie auch nicht, ja. Wenn ich sehe, was sie nicht wollen, wenn es hier keine Click-Rate gibt, ja, dann macht es keinen Sinn, das Ganze wieder einzustellen. Ne? Also hier zum Beispiel haben wir Digital Journal Gratitude Log. Interessiert keinen, ne? Also 0% Click-Rate. Oder hier das Printable Journal YouTube Channel. 0%. Ja, es sind auch erst 12 Mal angezeigt. Also es sind noch nicht genug Daten da. Wichtig ist, dass du weißt, ohne Werbung läuft nichts. Wie du die Werbung machst, ist natürlich deine Sache. Wenn du viele Social Media Abonnenten hast, dann ist das für dich eine Möglichkeit, Werbung zu machen, natürlich. Wenn du die nicht hast und da auch gar keine Lust drauf hast, dann solltest du dich an den Etsy Ads begeben und damit vergnügen und vor allen Dingen dadurch die nötigen Suchanfragen herausfinden. Und natürlich, es geht auch beides. Ne? Also man kann auch durchaus Werbung auf Social Media machen, ganz per Hand einfach und noch die Werbung laufen lassen, weil ja, mehr geht immer. Ne? Also wahrscheinlich hast du ja nichts dagegen, mehr zu verkaufen generell. Ja,
das war's von mir. Ich hoffe, ich habe dir ganz eindringlich gemacht, dass wer nicht wirbt, der stirbt. Ne? Dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du Werbung für deine Produkte anstellst. Und selbst wenn du sagst, ach, mein Shop ist gerade erst und ich hab 9 Produkte da drin. Und ja, ich mache das schon mal an, weil wie gesagt, es dauert 4 bis 6 Wochen. Und in 6 Wochen sieht die Welt schon wieder anders aus. Ne? Dann möchte ich schon mal verkaufen. Ich möchte ja nicht wieder 6 Wochen warten. Deswegen lass mich laufen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dir vor allen Dingen auch geholfen. Und die Frage, ob du Werbung schaltest, ja oder nein, die stellt sich gar nicht. Natürlich tust du das. Und wenn dir das gefallen hat, dann abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und klick auf den Like-Button. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.